Eine einheitliche Orientierung in der Anatomie und Medizin zu haben, kann lebenswichtig sein. Warum? Na, stell dir mal folgende Situation vor. Zwei Herzchirurgen stehen im OP. Die beiden Herzchirurgen stehen sich gegenüber und zwischen ihnen liegt der Patient. Jetzt sagt einer der Herzchirurgen, setz den Schnitt lieber 2 cm weiter links. Aber wo liegt jetzt eigentlich links? Na, weißt du's? In diesem Video klären wir ein für alle Mal, wie man sich einheitlich in der Anatomie orientiert. Na, wo wird der andere Herzchirurg jetzt das Messer ansetzen? 2 cm links aus seiner Perspektive oder 2 cm weiter links aus der Perspektive des anderen Herzchirurgs? Oder vielleicht sogar 2 cm weiter links, wenn er auf den Patient hinabguckt? Möglich wäre natürlich auch 2 cm weiter links aus der Perspektive des Patienten. Und je nachdem, wie man diese Anweisung interpretiert, könnte das wirklich fatale Folgen haben, also lebensbeendende Folgen. Daher ist eine einheitliche Orientierung in der Anatomie und Medizin absolut essentiell, um genau solche Missverständnisse zu vermeiden. Schauen wir uns doch jetzt mal das Skelett an und stellen uns die simple Frage, welcher Arm ist der linke? Na, weißt du's? Ist es dieser hier oder doch der hier? Für Menschen mit einer Rechts-Links-Schwäche ist das ja generell schon eine Herausforderung. Und ich spreche da auch wirklich aus eigener Erfahrung. Aber zum Glück gibt es da ja eine simple Eselsbrücke, um dir zu merken, wo links und wo rechts ist. Wenn du auf deine Handrücken schaust und Daumen und Zeigefinger jetzt mal abspreizt, dann verraten dir deine Hände schon, wo links und rechts ist. Links ist nämlich genau dort, wo dein Daumen und dein Zeigefinger ein L bilden. L wie in links. Und dieser Trick hat mich übrigens durch meine Fahrprüfung gebracht. Also dementsprechend würde ja hier links und dort rechts sein. Oder? Naja, prinzipiell schon. Und dementsprechend tippen die meisten auch erstmal auf diesen Arm hier. Das ist aber leider falsch. Und wenn du dir gerade denkst, hä? Wir haben doch gerade gesagt, dass hier links ist. Warum ist das jetzt nicht der linke Arm? Na, weil das eben nur aus deiner Perspektive gerade links ist. Damit es aber in der Anatomie und Medizin nicht zu fatalen Missverständnissen kommt, hat man sich darauf geeinigt, immer aus der Perspektive der Person zu sprechen, über die gerade gesprochen wird. Also in den meisten Fällen der Patient oder eben die Patientin. Nehmen wir jetzt mal an, dieses Skelett ist unser Patient. Dadurch, dass es uns anschaut, hat es definitiv nicht dieselbe Perspektive wie wir. Dann wäre aus seiner Sicht nämlich links hier und rechts hier. Und dementsprechend ist der linke Arm des Skeletts dieser hier. Aber wie sieht es mit der Frau hier auf der Abbildung aus? Wo ist bei ihr jetzt der linke Arm? Na, weißt du's? In diesem Fall ist es auch eigentlich ziemlich einfach, denn diese Frau hat so gesehen dieselbe Perspektive wie wir gerade. Sie schaut also in dieselbe Blickrichtung. Also ist deine Perspektive mit ihrer deckungsgleich. Und dementsprechend ist ihr linker Arm dieser hier. Also halten wir fest. Links und rechts orientieren sich immer an dem Blickwinkel der Person, über die gerade gesprochen wird. Also in der Medizin oder in der Therapie ist das meist der Patient oder die Patientin. Mir hilft es übrigens immer, mich in die Position der Person selbst hineinzuversetzen gedanklich. Und dann zu schauen, wo links und wo rechts ist. Natürlich immer mit meiner Handmerkhilfe. Du kannst dir aber auch merken, dass sich rechts und links einmal tauschen, sobald du der jeweiligen Person in die Augen schauen kannst. Ich persönlich finde das Hineinversetzen aber deutlich einfacher, weil es ja auch manche Positionen gibt, wie zum Beispiel den Vierfüßlerstand oder auch das Liegen auf der Seite, die die Bestimmung von links und rechts dann durchaus mal erschweren können. Aber um die korrekte Orientierung von links und rechts jetzt direkt nochmal zu festigen, schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an, nämlich das Herz. Das Herz, das wird in 2 Hälften eingeteilt, eine linke Herzhälfte und eine rechte Herzhälfte. Aber wo ist jetzt links und wo ist rechts? Na, weißt du es schon? Diese Abbildung hier zeigt ein Herz von vorne. Also wenn du dem Menschen auf die Brust schauen würdest und die Haut, das Bindegewebe, die Muskeln und die Rippen entfernen würdest. Zusätzlich ist es noch einmal aufgeschnitten. Und dann würdest du grob diese Ansicht haben. Natürlich ist das hier nur eine schematische Abbildung. Aus deiner Perspektive wäre jetzt hier links und hier rechts. Da wir auf dieses Herz aber von vorne schauen, also wie als ob wir dem Menschen in die Augen schauen würden,
verändert sich die anatomische Perspektive, weswegen jetzt hier rechts und dort links ist. Dementsprechend ist das hier die rechte Herzhälfte, die das sauerstoffarme Blut aus der Körperperipherie zur Lunge weiterleitet, und das hier ist die linke Herzhälfte, die das wieder mit Sauerstoff angereicherte Blut von der Lunge weiter in die Körperperipherie leitet. Na, hast du links und rechts richtig zuordnen können? Dann schauen wir uns doch nochmal das Beispiel vom Anfang des Videos an. Na, in welche Richtung soll der Chirurg jetzt seinen Schnitt 2 cm weiter links setzen? Erinnere dich nochmal kurz zurück. Wir schauen immer aus der Perspektive der Person, über die gesprochen wird. Und in dem Fall ist das, wie in den meisten Fällen, der Patient, der hier auf dem OP-Tisch liegt. Also ist es weder die Perspektive des einen Chirurgen, noch die Perspektive des anderen Chirurgen. Und auch nicht die Perspektive, wenn man auf den Patienten draufschaut. Sondern es ist die Perspektive des Patienten selbst. Na, hast du die richtige Lösung gewusst? Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video nicht nur bei deiner Links-Rechts-Schwäche schon weiterhelfen, sondern dir auch zeigen, dass eine einheitliche Orientierung in der Anatomie und auch in der Medizin super, super wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig sein kann. Wenn dir das Video gefallen hat und dir weitergeholfen hat, dich besser in der Anatomie zu orientieren, dann solltest du unbedingt dieses Video hier oben schauen. Und wenn du weitere Videos rund um Anatomie und den menschlichen Körper nicht verpassen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal und aktiviere die Glocke. So bekommst du immer eine kurze Benachrichtigung, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehe ich dich im nächsten Video wieder. Bis dann!